Hallo Freunde und herzlich willkommen zum ersten Gameplay von Godforge von Fateless. Die Alpha ist da und wir konnten gestern bereits den ersten Tag spielen. Und was wir da zu sehen bekommen, das zeige ich euch heute. Ich werde bei allen Alpha-Testphasen dabei sein, ebenso bei allen Beta-Phasen bis zum Global Release Ende des Jahres. Also es werden noch genügend Videos kommen und Material, dass hier die Vorfreude schon mal steigt aufs Spiel. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß und wir schauen uns jetzt den Content an. Ja, so sieht unsere Stadt aus. Wenn ihr das Game das erste Mal betretet, haben wir hier die Gottschmiede. Da wird später beschworen. Ihr seht es ja schon überall noch geschlossen, Schlösser davor. Da können wir noch nicht rein. Das Einzige, was wir spielen können momentan in der Alpha-Phase, ist der Tor. Hier ein bisschen anders genannt. Hier wird es die Höhlen genannt. Ja, es ist bereits in Deutsch, aber die Übersetzung ist grottenschlecht, muss ich leider sagen. Es steht auch noch nicht fest, ob es wirklich komplett in Deutsch im Global Release dabei sein wird. Das werden wir später sehen. Momentan haben wir so eine Deutsch-Google-Übersetzung. Also eigentlich spiele ich lieber in Englisch, aber das muss uns heute nicht stören, weil wir wollen ja die Helden sehen, wir wollen Gameplay sehen und das schauen wir uns jetzt an. Also momentan können wir in die Schmiede, in den Amboss der Schöpfung und eben in die Höhlen und da können wir aber richtig spielen, denn wir haben hier 100, nicht 100 Stufen, ja, auch nicht 120 Stufen. Wir haben 151 Stufen, die wir spielen können. Allerdings muss ich sagen, es wird eine Weile dauern, bis wir hier unten ankommen, wenn überhaupt. Denn wir bekommen ja nur hier im Tor unsere Ausrüstung und auch Helden. Denn wir können nicht beschwören. Aber bei verschiedenen Stufen bekommen wir Belohnungen und so bekommen wir auch da Helden. Und das kann man sich dann hier anschauen im Review. Ihr seht, das sind die Top-Chancen, also von normalen bis Epic bis zu legendären Helden. Ich habe bereits einen legendären Helden, zeige ich euch gleich. Und einen richtig starken. Ja? Also hier haben wir eine geringe Chance auf einen legendären Helden. Aber es gibt sehr, sehr starke, seltene Helden. Das zeige ich euch auch gleich. Ja, und das gleiche dann mit Ausrüstung und diese Wissensseiten zum Beispiel, das sind die Skill-Ups. Ja, auch immer verschieden. Je nach Grad des Helden, also selten, bekommt man dann ein paar Seiten. Und bei dem legendären brauchst du dann Bücher, um die zu skill-uppen. Ja, Ausrüstung bekommen wir hier auch. Random Hero, okay. Hier bekommen wir dann die Ausrüstung, die droppt auch. Da musst du auch ein bisschen Glück haben, dass du gute Ausrüstung bekommst. Also momentan ist es so eine Mischung zwischen Dungeon, ja, wo du deine Ausrüstung farmst, und Tor. Ja. Und ja, und hier haben wir dann, wie gesagt, auch die verschiedenen Helden, die wir bekommen können. Dann haben wir im Tor haben wir immer 1 bis 2 Sterne. Ihr seht es ja hier immer auf den Fähnchen angegeben. Und das sind die Bedingungen. Ja, das muss man nicht am Anfang machen. Also ich habe hier nur einen Stern.
Das sind die Bedingungen, wenn man dann zum Beispiel auf die Stage drauf geht. Oder hier unter Info könnt ihr euch dann durchlesen, was auf euch so wartet. Und dann haben wir hier die Bedingungen, ja, ähm, um die Stufe zu schließen. Also einmal ein Stern oder wenn man 2 Sterne hat, dann bekommt man die Bedingungen, besiege die Stufe in weniger als 60 Runden mit 5 lebenden Verbündeten. Hier zum Beispiel. Dann gibt es Bedingungen mit benutze nur Attack Monster, ja, oder nur von einem bestimmten Element. Und da bekommt man dann eben an die 2 Sterne und das heißt noch bessere Belohnungen. Und ihr seht es hier, ich habe nicht überall 2 Sterne, also da muss ich auch noch mal drüber gehen. Wir müssen ohnehin viel grinden. Man kann die Stufen immer wieder wiederholen und bis man dann alle Belohnungen hat. Also die können wir nicht mehr bekommen, weil die habe ich schon abgestaubt. Aber hier die Belohnungen zum Beispiel, da komme ich immer wieder ran, bekommt man dann nochmal, weil um in die höheren Stufen zu kommen, müssen wir grinden. Also es kann schon ein bisschen dauern. Ey, das ist echt heftig in den höheren Stufen jetzt schon. Also momentan bin ich bei Stufe 40. Ja, und der Weg ist noch weit. Aber wir schauen uns gleich ein bisschen Gameplay an. Vorher schauen wir uns mal die Helden an. Ja, schade, dass wir noch nicht beschwören können. Aber wir bekommen ja trotzdem die Helden durch den Tor. Ja. Ich sage immer Tor, klar, hier sind es die Höhlen. Also durch die Höhlen bekommen wir ja trotzdem eine Chance auf unsere Helden. Man kann sich einen Starthelden aussuchen. Ich habe ihn gewählt. Eigentlich mehr war es eigentlich ein Versehen, weil eigentlich wollte ich Ramses. Also und zwischen ihr haben wir die Auswahl. Dame Xock. Ramses richtig stark, aber auch er, aber in einen AOE Damage. Ich glaube alle 3 sogar, sie müssen auch einen AOE Damage haben. Eigentlich egal, was man dann als Startbild hier nimmt in der Alpha. Und ihr seht schon, das ist meine legendäre Unit Odin. Ich habe Odin gezogen. Also nicht gezogen, er ist getroppt bei mir. Ja? Und auch noch in dem seltenen Element, denn wir haben 4 Elemente hier im Spiel. Okay, es heißt hier anders, nicht Feuer, Wasser. Das ist zum Beispiel Ewigkeitselement, was Odin hat. Das sind die Helden der Ewigkeit. Er wäre jetzt Held der Stärke. Dann haben wir Held der Listigheld. Und wir haben Weisheit Held. Und ihr seht schon, die haben alle die Synergieeffekte beziehungsweise die schlagenden Effekte auf das andere Element. Man kann eigentlich sagen Feuer, Wasser, Holz oder Feuer, Wasser, Windelement und in der Mitte Dark. Da kann man sich eigentlich leichter merken. Und das Ewigkeitselement, also Dark, in der Mitte ist elementneutral, also hat keine Schwachpunkte gegenüber den anderen Elementen. Ist hier auch sehr schön dargestellt. Ja, die Grafik, ich meine, schaut es euch an. Es ist sehr liebevoll gemacht. Ja, sehr hübsche Grafik. Wir haben hier altes Griechenland zum Beispiel mit unserem Achilles zum Beispiel. Wir haben auch Hopliten von den Griechen. Da haben wir hier die Mongolei mit Guan Yu, Wikinger, hier mit Odin, aber auch andere Wikinger-Units im Spiel. Hier auch Asien, Kunoichi, also verschiedene Epochen im Spiel hier in den Art von Helden, aber auch von der
Ausstattung der Dungeons treffen wir hier in verschiedenen Epochen aufeinander. Oder hier Ramses, alles Ägypten natürlich. Ja, Ramses sieht richtig geil aus. Ja. Und sehr realistisch und kein Anime-Mist. Ja, es ist kein Asia-Spiel. Wir haben hier keinen Asien-Entwickler. Ja, das ist alles westliche Entwicklung. Deswegen haben wir auch kein Anime-Style drin. Und das finde ich natürlich sehr schön. Ja, hier Spartaner natürlich. Königliche Wache, Sparta. Ja. Ja, ohnehin so mein Favorite. Altes Griechenland, das ist so mein Ding. Ja, ja, und ihr seht es ja, hier haben wir dann die verschiedenen Fraktionen, welche der Fraktion angehört. Also wir haben hier einen Stärkeheld, ja, positive Effekte, negative Effekte. Kann man sich dann hier durchlesen. Das ist nochmal so speziell eine Listung des Helden. Und das ist ganz wichtig auch für verschiedene Bedingungen dann später im Spiel. Und das sind dann die Fraktionen hier später. Ja. Kann man sich auch dann nochmal durchlesen. Das ist momentan hier in Deutsch, ja, in Deutsch-Englisch. Ja. Aber wie gesagt, da schauen wir uns alles dann später nochmal an. Wir sind ja bei allen Testphasen dabei. Das Video wird sonst zu lang. Ja. Die Fähigkeiten, natürlich. Eine ist geschlossen, die kann man ja später freischalten, wahrscheinlich durchs Erwecken. Oder aber dann durch den Aufstieg, weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Denken, da sind wir jetzt eh weit von entfernt. Ja, also wir können den Helden hier aufwerten. Das können wir auch gleich mal hier ein Beispiel nehmen. Also ihn möchte ich jetzt nicht aufwerten. Obwohl doch, können wir aufwerten. Gold haben wir. Wir brauchen zum Aufwerten dann auch immer diese Substanz, diese blauen Flaschen, Gold und auch hier Units. Ja, momentan geht es auch leicht, weil nur 1 Sterne. Später braucht man ein paar 2 Sterne Units. Und wenn wir ihn dann hochziehen wollen auf 6 Star, dann werden es natürlich immer höherwertigere Units, die wir da reinfüttern müssen. Ein bisschen so wie bei Summoner's War. Ja. So, den wollen wir jetzt mal füttern und auf. Und jetzt haben wir ihn ein bisschen aufgewertet. Also jetzt schon mal auf 3 Sterne. Das ist zum Beispiel ein seltener Held, aber ganz wichtig für mich in meinem Team. Er hat einen AOE Death Break. Ja. Deswegen guter Held für den Start. Dagonet. Der Hofnarr. Der Hofnarr. Ja. Dann haben wir hier den Aufstieg. Da brauchen wir diese Elemente hier oben. Bekommt man auch in den Höhlen. Ich habe ihn ja schon. Nee, ich habe ihn noch nicht. Auch 8 Stück habe ich nicht. Ich habe nur 4 Stück. Ja, also muss noch ein bisschen warten hier mit dem Aufstieg. Aber andere habe ich schon aufsteigen lassen. Wie hier bei Guang, oder sie extrem stark. Isolde, die wird dann auch euer Held am Anfang sein, wenn das Game losgeht in der Beta. Ob es einen Wipe geben wird für die Beta, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, also wer die Beta schon spielt, wird wahrscheinlich seine Daten behalten können. Aber da sage ich euch noch was zu, wenn es soweit ist. Brauchen wir noch ein bisschen. Ja. Also Isolde wird ein wichtiger Held für den Start sein, denn sie hat einen Speed Lead, was schon mal sehr wichtig ist, gerade für die Dungeons und auch jetzt in den Höhlen. Und wenn wir uns mal die Skills von ihr durchlesen, sie hat einen Cleansing und erhöht die Attack-Leiste.
4 Rundenmeter genannt im Spiel. Von allen Verbündeten kann sie die Attack-Leiste erhöhen und auch nochmal die Verteidigung. Verteidigung 1 gibt der 2 gibt es auch. Ja, auf allen Verbündeten für eine Runde und erhöhe die Rundenanzeige aller Verbündeten um 10%. Also 10% Attack-Leisten-Buff und Death-Buff. Richtig, richtig starke Unit. Und ihr seht hier 14% Speed in allen Schlachten, also überall im Content. Das wird eine wichtige Unit wieder für euch werden. Ja, dann haben wir hier den guten. Na, warum komme ich jetzt nicht auf Guangzhou? Ja, es ist eine Alpha, wie gesagt. Er lässt mich nicht rein. Achilles, das ist eine Epic-Unit. Der ist ein Single-Target-Held, aber richtig stark für Bosse, ja, durch sein Single-Target. Ja, und hat Bleeding, Bluten, ja, als Debuff. Ramses, auch super starker Held, ja. Kann auch Attack-Leiste erhöhen und hat Säure, ja, AOE-Säure, Hit, negativer Effekt, der aber richtig stark ist. Ich weiß nicht, kann man hier Säure mit Gift vergleichen? Ich glaube, es ist Gift. Ja, ich habe jetzt so anderen mit Gift noch nicht gesehen. Ich schätze mal, es ist das gleiche wie Gift. Ja. Aber wie gesagt, das müssen wir uns dann anschauen. Dann haben wir hier die Ausrüstung. Das heißt bei ihm nicht. Hier Ausrüstung ganz normal. Hier Helm, Brustpanzer, Schild, nicht Schild, Handschuhe und Stiefel und Beinbekleidung. Das könnt ihr auch upgraden. Da habt ihr hier eure Sub-Werte. Hier unten stehen dann die Set-Bonus-Werte. Hier wird der Set-Bonus auch nochmal angezeigt. Wirklich sehr schön gemacht. Und hier oben habt ihr dann eure generellen Werte. Ja, wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, zweimal Crit-Rate-Slots zu setzen. Ja, zum Beispiel hier und auf den Handschuhen war, glaube ich, auch Crit-Rate möglich. Ja, das ist interessant. Da schaue ich mir das genauer an. Wie gesagt, ist noch zu früh auf dieses Thema einzugehen, weil es soll ja kein Guide sein. Es soll ja nur dazu dienen, jetzt um euch das Ganze so ein bisschen schon mal vorzustellen. Also interessant, mit den Mainset-Werten ist hier ein bisschen verschieden. Ja, und dann haben wir hier die Waffe. Die ist nochmal separat von den anderen, also gehört nicht zusammen. Und kann man dann hier auch erweitern. Dann mit anderen Waffen kann man die verfeinern. Und auch bestimmte Werte, Zusatzwerte geben. Zum Beispiel durch diese Print-Sachen. Die bekommt man, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Typical zieht, wie ich das mit Achilles getan habe, dann habe ich diesen Imprint bekommen. Und damit können wir eine Waffe verstärken. Ja? Und zwar mit spartanischer Entschlossenheit. Ihr seht es ja immer, hier haben wir dann Zusatzwerte. Aber das habe ich noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob nicht vielleicht noch eine bessere Waffe kommt. Und da will ich erstmal nichts dran rummachen. Ja? Und deswegen heben wir uns erstmal auf. Vielleicht fürs nächste Video. So, jetzt aber zum Gameplay. Aber ihr seht schon, wenn man hier unten auf flach geht, dann hat man wirklich einen schönen Überblick. Ja, Arena, kannst direkt Arena, Dungeons, Höhlen, Bosse und in die Kampagne. Da bin ich auch mal gespannt auf die Kampagne. Aber wir haben halt jetzt die Höhlen nur frei, deswegen gehen wir in die Höhlen rein. Und wir machen mal, wo wir nur einen Stern haben, vielleicht mal hier, Stage 5. Als Bedingung hätten wir da besiege die Stufe mit mindestens einem gewöhnlichen Helden. Okay,
Gewöhnliche Helden, das sind dann die grauen. Aber hier, wie gesagt, ist ja noch eine leichte Stufe. Da brauchen wir nur unseren AOE Damage Healer und dann machen wir noch einen gewöhnlichen Helden rein. Oh, habe ich da überhaupt? Doch, hier, das ist ein gewöhnlicher Held, oder? Das ist ein gewöhnlicher Held. Und auf geht's. So sieht das Gameplay aus. Ich mache mal einfache Geschwindigkeit. Momentan zweifache Geschwindigkeit. Das Ganze geht später hoch auf dreifache Geschwindigkeit. Ihr könnt den Kamerablickwinkel ändern. Das finde ich ganz cool. Es gibt 3 verschiedene zur Auswahl. Ich finde den 3/4 Ansicht finde ich ganz schön hier. So. Das ist dann hier Autoplay. Machen wir gerade mal raus. Ihr seht es ja, hier unten sind immer unsere Skills. Er hat jetzt natürlich nur einen, weil er ist ja nur ein gewöhnlicher Held. Warten wir mal, bis unser Guang ankommt. Wir haben hier 2 Skills. Warum haben wir hier nur 2 Skills? Ganz einfach. Erstens, ein Skill ist ja noch gesperrt. Der wird erst freigeschaltet. Dann hätten wir 3. Und wir haben aber einen ultimativen Skill. Also eure Ulti. Der wird aber nicht hier aktiviert, sondern hier. Das seht ihr in den blauen Kugeln, wenn die sich geladen haben, wie bei dem gewöhnlichen Held jetzt. Der leuchtet auch nochmal auf. Dann können wir die Ulti aktivieren. Ja. Das ist erstmal richtig übersichtlich gemacht. Also finde ich extrem cool. Okay. Machen wir jetzt bei den hier. Wenn es gelb aufleuchtet, dann hat er gegrittet im Übrigen. So, jetzt kommt die Ulti von ihm. Ja. Aktivieren wir jetzt. Das ist aktiviert. Geht auf ihn. Okay. Und er hat jetzt mit seiner Ulti sein Accuracy, also seine Effektgenauigkeit, nochmal mit erhöht für eine Runde. Jetzt weniger interessant, ist ja nur ein gewöhnlicher Held. Dann machen wir nochmal seinen zweiten Skill. Und hier nochmal drauf. Und den Rest macht er dann mit seinem zweiten. So, einfache Runde. Damit sollten wir die 2 Sterne eigentlich bekommen haben. Wir haben auf jeden Fall nochmal einen Helden bekommen hier. Ist halt dann wichtig zum Verfieden, um unsere anderen Helden aufzuwerten. Okay, da sind die 2 Sterne. Das sind unsere Belohnungen, die wir bekommen haben. Auch 8 hier, die zum Fördern brauchen wir ganz wichtig dann die Steine. Und ein bisschen Gold. Apropos Gold. Ja. Gold wird erscheint erstmal viel, aber das möchte ich euch gleich mal zeigen. Wenn ihr Ausrüstung aufwerten, gut, ja, von 14 auf 15, 300.000. Und das ist jetzt eine geringwertige Ausrüstung. Ja, zum Beispiel hier beim Höschen, das ist schon Epic Hose, meine erste Epic Ausrüstung. 1,5 Millionen, wenn ich die jetzt auf 16, die geht auf 16, seht ihr schon? Ja. Hammerhart, wie teuer das dann wird. Nur ein Sprung von 15 auf 16, nochmal 600.000. Das wird richtig teuer später. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Dann in der Beta. Das scheint mir doch schon sehr, sehr teuer. Oder Gold-Oprate wird erhöht. Wissen wir noch nicht. So, da haben wir 2 Sterne erreicht. Wir wollen das Video nicht zu lang machen. Deswegen machen wir jetzt noch mal ein bisschen. Ah ja, den Drachen zeige ich euch noch.
Stage 20. Ich habe ihn zwar schon beide Sterne, aber das ist der erste richtige Boss hier. Und der ist nice, deswegen schauen wir uns den an. So. Nehmen wir mal das komplette Team. Also ich nehme Odin rein. Dann als Lead hier unsere Isolde wegen dem Speed. Speed, Wang, Shu und ihn. Und hier können wir noch einen 5. reinmachen. Und auf... Und nehmen wir Ramses? Ne, Ramses hat keine Ausrüstung. Nehmen wir Achilles. Okay. Lass mal laufen. Ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt seit wie lang drin? Seit 15 Jahren im Gacha, auf dem Gacha Game Markt mit YouTube-Kanal jetzt seit 3 Jahren. Auf Twitch seit 3 Jahren dabei. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt hier so eine halbe Stunde gespielt habe, also gestern haben wir 3 Stunden gestreamt auf Twitch, im Übrigen morgen auch wieder streamen auf Twitch, die Sucht ist wieder da. Nee? Wo war da der Drache? Ach, der kommt gar nicht mehr. Das wäre jetzt aber doof. Der nächste. Warum kommt der Drache nicht mehr? Schade, er kommt gar nicht mehr. Also, weil ich ihn schon geschlagen habe mit 2 Sternen. Deswegen kommt er leider nicht mehr. Das ist jetzt doof. Aber ich glaube, wir haben die 40. Hier ist noch ein Drache. Hier kommt noch ein Drache. Aber da bin ich noch nicht so weit. Aber wir machen trotzdem einen Try. Wir machen trotzdem einen Try. Also ein Drache kommt nicht. Hier kommt ein anderer Boss. Ja. Nur das Symbol ist halt das gleiche. Ja. Bei der Stufe 20 kommt wirklich ein Drache. Richtig gut. So, das gleiche hier nochmal. Die Solde rein. Und die anderen beiden Units. Und auf geht's. Hier muss ich auch ein bisschen grinden, damit ich den Boss schaffe, weil die Zwischenstufen, die Bosse Zwischenstufen 20, 40, 60, die sind extrem hart. Dazwischen geht's. Ja. Und hier seht ihr eben die Liebe zum Detail. Es sind ja nicht nur die Helden, auch die ganze Umgebung hier, der Background. Das ist halt sehr, sehr schön gemacht. Ja, wenn man das mal so anschaut jetzt hier, ja, das Ambiente, und es sind ja auch immer verschiedene Epochen, ja, also hast du immer verschiedene Background-Epochen, da steckt wirklich Liebe drin im Spiel. Ja. Nicht so wie bei diesen ganzen 0815 Asia Games, wo eigentlich jedes Game aussieht wie das andere. Ja. So, jetzt kommen wir zum Boss. Lass mal im Automodus laufen, oder? Ja. Wird aber schwer. Wird sehr schwer. Odi, mein bester Mann hier auf dem Platz, natürlich. Ihr werdet viele neue Buffs und Debuffs finden, die man so noch nicht gesehen hat, die völlig neu sind im Spiel. Ja, ich hätte vielleicht manuell spielen sollen und direkt auf ihn hier gehen sollen. Ja. Wollen wir mal tryen? Komm, ein Try machen wir noch. Auf manuell. Weil die Zwischenstufen sind ja kein Problem.
Jetzt nehme ich mal den Automodus raus und schaue, dass ich meinen ultimativen Skill nicht aktiviere und mir den Boss aufhebe. Ob das überhaupt geht, ob man das in die nächste Runde rübernehmen kann. Außer bei Isolde, da will ich jetzt gleich mal aktivieren. Er ist noch dran. Oh, jetzt. Okay, jetzt Isolde. Ulti aktiviert. Nee, jetzt habe ich das. Habe ich missgebaut. Man kann sie zwischendurch auch aktivieren. Die muss nicht unbedingt dran sein. Das ist ja interessant. Das habe ich noch gar nicht registriert. Also sobald die Ultimative aktiviert ist, könnt ihr sie nutzen, ohne dass die Unit am Zug ist. Das ist sehr spannend. Ja. Okay. Eigentlich müsste ich erstmal auf ihn gehen, weil da ist die Ulti aktiviert, aber die sind halt jetzt schon sehr tanky auf den höheren Stufen. Okay, ich lass trotzdem mal so laufen. Weil sonst kommen wir, glaube ich, gar nicht durch hier. Nichts mit Skills aufsparen. Kommen wir sonst gar nicht durch. Weil ich habe keinen Heiler. Das ist mein größtes Problem momentan. Ich habe keinen Heiler am Start. Der lebt ja immer noch. Eieiei, mein Guang ist tot. Ja, da müssen wir noch ein bisschen grinden. Ich habe noch nicht die Stufe. Ja, schade eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, der Weg ist noch weit, aber bis 151. Aber wir haben ja Zeit. In allen Alpha-Testphasen mit dabei. Jetzt haben wir noch 2 Wochen Zeit, ich weiß nicht wie lange. Ich glaube 2 Wochen zum Zocken. Morgen, Freitagabend ab 19:30 Uhr, Godforge Stream auf Twitch. Ja? Kanal ist unterm Video verlinkt. Und wenn ihr Bock drauf habt, seid ihr mit dabei. Da können wir hier so die Details uns mal anschauen, was sonst fürs Video hier zu lang wäre. Ja? Okay, also eine Chance. Aber wenn wir unseren, ich habe ihn schon mal ganz runtergehauen bis hierhin, glaube ich. Aber naja, vielleicht, ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch einen Heiler bekomme. Weil da habe ich momentan nichts am Start irgendwie. Bauk, kann er denn? Sieht auch cool aus hier. Jetzt macht er Sitz. Ja, schon cool gemacht. Das ist schon cool gemacht. Na hier diese ägyptischen Schakale. Was das sein soll, weiß ich nicht. Detail. Also hier die Ägypter gibt es mehrere, wie gesagt, nicht nur Ramses, hier komplette Epochen. Es sind ja nur ein paar Helden. Es kommen viel mehr Helden dazu. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Die Mumie auch richtig geil. Die hat auch so eine Art Gift. Ähnlich wie Ramses. Nee, Fluch ist das bei ihr. Fluch ist das bei ihr. Das ist was anderes. Wieder was anderes. Ja. Aber auch sehr wirkungsvoll. Ja. Ja, Freunde, ich hoffe, euch haben die ersten Einblicke gefallen. Beim nächsten Video schauen wir uns mehr an, wenn ich mich ein paar Stufen hochgekämpft habe in den Höhlen. Oder dann morgen am Freitag auf Twitch ab
19:30 Uhr, spätestens 20 Uhr bin ich am Start. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Keep on grinding. Your Lobo. Let's see.